erstmal weiter der Hauptstory folgen und die erstmal durchbrechen und dann die Sidequests machen. Ich glaube, wir brechen erstmal die Hauptstory durch. Badam, badam, badam. So, auf geht's. Stonewood Manor. Was zur Hölle? Mr. Sherlock Holmes, I presume. Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Estevaux, happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft. Uh-huh. He is on his way to Cordona. Nein. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. Ich höre. You have my attention, Mr. Estevaux. Mark Ridley, the son of General Arthur Ridley, is being blackmailed. Suffice to say, the compromising material is of a delicate nature. The matter is of no small importance to the Crown, especially given the status quo on Cordona. Welches Status Quo? What about the status quo? The Ottoman population holds a certain animosity towards the colonial rule. It's been this way since we took over the island. General Ridley made concessions with their leaders, but I'm afraid we are still teetering on the edge of open hostility. Okay. What does Mycroft want me to do? Retrieve the blackmail material? No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the blackmailer atop the old city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There's a cafe Oh, just man. over the bridge that provides a good vantage point. Please report to me when you are done. I'll be waiting for you here. And Okay. remember, discretion is of the essence. Gucken wir mal, wie wir das machen. Aber erst. Das ist der Ballon. Ich will mich erstmal kurz umziehen. Garderobe. Mit Jackett, mit Jackett. Nein, ich will den Hut ausziehen. Nein, seine normalen Haare. Okay. Nein. Da. John, was ist das? Just look at this thing. It's huge. Dann gucken wir da mal rein. What the shit? Ist das eine Meerjungfrau? It's a bizarre object, and yet oddly familiar. Did you just remember something? Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Dann sollten wir dann mal gucken. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. Ja, I've aber come to schnell. bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these Ist years. jetzt der Fall, den ich eben angenommen habe, verkackt? But she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end.
Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental, because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. Ich habe gedacht, er würde erst später kommen, weil der hat mir ja gerade erst gesagt, dass mein Bruder auf dem Weg ist. Okay, gucken wir uns mal das Kunstzimmer an. Das Minecraft jetzt hier ist. Das ist irgendwie ging schnell. Das Zimmer. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Fuck. Zimmer ist das denn? Ich kann hier drin auch nicht rennen. Ach doch, kann ich. Ah, nee, das ist doch. Welches ist die Kunstgalerie? Das ist ein Zimmer oben, weil die Tür hier unten geht ja nicht auf. Kann man hier schon mal bitte? Da kann ich gar nicht rein. Da gibt's auch noch einen Vorhang. Hier war Mutters altes Zimmer. Ja, aber welches Zimmer war das denn? Ah ja, achso, deswegen, das ist mein altes Kinderzimmer. Also war das dann doch unten irgendwo? Ah, hier hinten ist ja noch. Wo ist denn das Zimmer? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Okay, kann ich das noch nicht aufmachen? Also, muss das erst anpinnen, oder? Jetzt geht das auf. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Und jeder Raum in diesem Herrn. Der Raum war voller Artefakte. Im Erdgeschoss des Herrenhauses befinden in der Nähe eines auffälligen Gemäldes. Ja, hier. Oder nicht? Das Gemälde. Warum komme ich denn nicht in den Raum? Ist in den Raum? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Verarschen? Das ist eigentlich abgefallen. Das ist auch das Bild. Vermieden. Ach Gott, bin ich blöd. Ja, ich muss Erinnerungen nachvollziehen gehen, Dinger. Holz, gerade, glatt. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. Wir gehen ja jetzt unserer Kindheit nach.
Weiblich. Fischschwanz, geheimnisvoll. It was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible. It must have been something else. Brocken, Skelett, Felsen. Oh, of course. That mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. Wer war denn da noch? Mycroft? Weiblich? Mutter. It was my mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. Eine Lupe. I Aha. inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of 2 different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. Leute, laute Stimmen, Arbeiter. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. Ah. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Jetzt ist die Tür offen. Rein ins Ah yes, my Kuriositätenkabinett. mother's studio. She was an authenticator and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact is real or not? It still exists. Ja, aber manche Artefakte bezeugen halt echte Geschichte und andere sind nur erfunden, um Profit zu machen. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Oh Mann. Weiß angemalt. Kuscheldecke. I remember this cozy blanket. It was perfect for... Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. Ah, die haben sich hier so eine Burg, so eine Kinderburg mit Decken und Kissen gebaut. Aha. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling if it were actually true. Hier gibt's noch was. Was ist das? Another fake Holy Grail. Ein Its heiliger owner claimed Gral. to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Monty Pythons Referenz, das ist cool. Oh Mann. Watkinson and Homeman, Chapter One. Das ist eigentlich... LOL. Das ist ja eigentlich Watson und Sherlock Holmes, aber Chapter One bei Wallace, okay. Watkinson and Holman, Chapter One, by Wallace Dioram. Oh, Mycroft. You always act so serious, but then reads tripe like this. John, if I warte mal. remember correctly, you couldn't Das put this ist, book das down. ist genau anders. Das ist genau andersrum, oder? Hier ist Watson, in diesem Buch ist Watson der Detektiv. Und Holmes ist sein Gehilfe. Lol. Das ist cool. The full plate armor of Sir Robert Saunford. I was told my father won it in a wager. Armor is armor, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you take it instead of your pistol. Ja, mal her. The full plate armor of Schade. Sir Robert Saunford. Kann mir das Schwert I nicht was nehmen. told my father won it in a wager. Diplom.
Ein zerrissenes Diplom, das ich im Grünen fand. Jemand hat es absichtlich zerrissen. Nachdem ich es wieder zusammengesetzt hatte, konnte ich es übersetzen. Im Namen der Universität Genf in der Schweiz bestätigen wir, die Rektoratsmitglieder der Universität, dass Herr Otto Richter die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung erfolgreich bestanden hat und verleihen ihm den Titel des Doktors der Medizin, allen Rechten und Pflichten, die damit einhergehen. Clearly, it was deliberately torn. Wonder why someone would do that. The Tulpa? The Tulpa. Studies in Tibetan mentalism. An impressive... Shit. Oh Gott. Nein! Ach, jetzt habe ich... Nein, mir wurde gerade geschrieben. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. Okay. Was ist hier? Notizblock. Otto Richters private Aufzeichnung. Mr. Holmes ist ein höchst interessante, Mrs. Holmes ist eine höchst interessante Patientin. Eine ideale Testperson, um einige meiner Theorien zu überprüfen. Ich werde versuchen, sie wiederholt in die traumatische Situation zu versetzen, die ihrer geistigen Krankheit vorherging. Arschloch. Ich bin überzeugt davon, dass ein erneutes Erleben dieser Momente ihren Verstand die Gelegenheit verschaffen wird, das Geschehene zu akzeptieren. In letzter Instanz wird sich der Geist auf die Weise selbst heilen. Zudem ist es ein Glücksfall für mich, Zeit mit der Familie Holmes zu verbringen zu können. Vielleicht kann ich so die Vererbbarkeit von psychischen Eigenschaften gleich ob Stärken oder Schwächen untersuchen. Ich kann jetzt bereits feststellen, dass alle Familienmitglieder eine ungewöhnlich hohe Intelligenz aufweisen. Offenbar hat der Zustand von Mrs. Holmes auch bei ihrem jüngeren Sohn Sherlock etwas ausgelöst. Aufgrund des Schutzverhaltens des älteren Sohnes kann ich zwar keine ordentliche medizinische Untersuchung durchführen, doch es hat den Anschein, dass der Junge an anhaltenden Halluzinationen in Form eines imaginären Freundes, den er John nennt, leidet. Ja. Doktor, die Aufzeichnung. Genau. Ja, da ist noch ein Brief. Ein Brief. Brief von Ottos Richters. Lieber Bruder, wie ich gehört habe, bist du vor kurzem auf Cordona eingetroffen. Hast du schon versucht, Zeit für einen Besuch zu finden? Mir fehlen unsere anregenden Gespräche, auch wenn wir niemals einer Meinung waren. Auf Cordona gibt es eine sehenswürdige neue Kunstgalerie, in die ich jeden Donnerstag gehe. Treffen wir uns doch am besten dort. Oh, und frag nicht nach Klaus, den Namen benutze ich nicht mehr. Der Kunstgalerie Fuzzi, der Bruder von dem Doktor, der unsere Mutter auf dem Gewissen hat? Okay, wir gucken uns erstmal. When you're finished here, can we build a wigwam from the blankets? Like in the good old days. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. Hello. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. Roger. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset if he fell into the wrong hands. Oh, da wurde Glas eingeschlagen. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. "1852.
Bingley, West Yorkshire. Ich weiß nicht, was das mit der Fotografie auf sich hat. Hier haben wir noch was. Brief von einem Richter. Sehr geehrter Mr. Holmes, für Ihre Unterstützung bei meinem jüngsten persönlichen Angelegenheit bin ich Ihnen zutiefsten Dank verpflichtet. Ich schaudere bei dem Gedanken daran, was alles hätte passieren können, wenn nicht Ihr gutes Auge und Ihr scharfer Verstand gewesen wären. Seien Sie versichert, dass Sie es, sollten sich unsere Wege wieder kreuzen, mit einem zutiefst dankbaren Freund zu tun haben. Ehrenwerter Richter McDougal. Carefully opened. Dated 24th of April, 1869. Mr. Mycroft Holmes, hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass das Gerichtsverfahren gegen Dr. Otto Richter in der Sache Todesfall Mrs. Violet Holmes unter den Leitungen des ehrenwerten Richters McDougal stattfinden. Ihrem Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit wurde stattgegeben. Zusätzlich möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass die Anklage in der Verhandlung gegen Dr. Richter Sie als Hauptzeugen angegeben hat. Sie haben sich zu den umseitigen Zeitpunkt Strafgericht Cordona. Oh, Mycroft hat also den Doktor vor Gericht gestellt. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Wollt doch, linke Maustastatur. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Officer Luciano J. Placido. Oh. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. Dann öffnen wir sie mal. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Oh, Sherry. I'm starting to remember something. Okay, wo fangen wir an? John wollte wissen, wenn es morgens die Idee manchmal bei der Untersuchung des erstmal aufmachen hier. Früh am Morgen Schritte. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. Oh Leute, hier liegt ein Taucheranzug. Wendig, Uniform. He opened the door to the postman, and they exchanged documents. If it was a real postman, of course. Okay, weiter geht's. Aber hoch. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. Ich will kurz ein bisschen zurücklehnen hier. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... Ernsthaft.
Hier den Schlüssel A bit versteckt. of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? I think this is what we're looking for. Der Schlüssel. Gut, dann können wir jetzt mal in die Schublade gucken. Let's go. We made it. So what's there? Single malt whiskey. Mycroft's favorite. Gifted by Queen Victoria herself. Eine halbvolle Flasche eines edlen Single Whisky. Wir fanden die Flasche, die sich offenbar um ein Geschenk ihrer Majestät Königin Victoria selbst handelt. Otto Richter. Richter. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Otto Richter ist 45 Jahre alt und entstammt einer angesehenen Familie aus Bern in der Schweiz. Unverheiratet, kinderlos. Praktizierender Arzt mit einem Abschluss der Universität Genf in der Schweiz. Die Promotion hat sich um ein Jahr verzögert, da es bei einem Praktikum zu einem kleinen Skandal gekommen war. Seine Eltern starben 1863 an der Cholera. Sein Halbbruder Klaus, 35 Jahre alt, der einzige verbliebene Verwandte. Der aktuelle Aufenthalt von Klaus Richter ist nicht bekannt. Zuletzt wurde er auf Cordona gesehen. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. So. Guck schon, wir haben's auf. It's a pity how many amazing things are missing from this room. Ist in diesem Raum noch irgendwas? Das jetzt. Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found out and forbade us from using real weapons. Ja, wir haben jetzt hier alles, ne? So. Was das hier? Ja. Alte Leiter. Und was ist Regal? I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Nein. Right you are, Sherry. Erinnerungen. Das ist Artefakt. Schlechte We Sicht. heard a noise. I can't recall of exactly what. And we didn't have a great view from behind the statue. Wo ist das nächste? Wo ist denn das nächste? So. Und hinter der Statue, aber vielleicht sagt mir hier nichts. Nächste Erinnerung hier ist. Nächste Erinnerung, wo bist du? Bücher.
Berichtsbücher. Wackelig auf. Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's nein. coming to the surface. I feel it. Okay. Erinnerungen zusammensetzen. Let's go. Oh, sicher. So. Warte, jetzt will ich kurz gucken, was da ist. Ja, blühende Fantasie. Wir kämpfen gegen den Ritter. Nein. Was so? Minecraft und der Doktor waren hinter der Stadt. Ein drittes, weil er meinte, er wollte. Nee, es gibt nur das. Er meinte, er wäre auf der Leiter gewesen. Also müsste eigentlich das Richtige sein. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Meinte, er ist auf der Leiter gewesen und irgendwas auf dem oberes Regal. Aber gut, dann halt nicht. Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. Es geschah kurz nach dem Vorfall im Weigelets Zimmer am 9. April. Sherry wollte im Kuriositätenkabinett mit Artefakten spielen und natürlich begleitete ich ihn. Dort wurden wir dann unfreiwillig Zeugen eines hitzigen Gesprächs zwischen Mycroft und Otto Richter. Sherrys Bruder war aufgebracht. Er war sich sicher, dass Dr. Richter seine Mutter falsch behandelt hatte und sich dies nun zeigte. Er nannte Dr. Richter einen Scharlatan. I heard a noise in the hall. Let's check it out. Ein Gast. Wir sprechen gleich mit ihm. Ich ihn mal kurz. I think we deserve a rest. Sherry, look! We've got a parcel here. Oh, ein Paket. Hurry up and let's see what's inside. Lieber Mr. Holmes, ich warte Sie auf Fort Mankios Anwesen in der Türquise Lane gegenüber der Abtei von Cordona im nördlichen Teil von Grand Surrey. Kommen Sie unverzüglich. Sollten Sie keine Zeit haben, müssen Sie trotzdem unbedingt kommen. Ihr treuer Freund BV. PS, ich sende Ihnen auch das passende Kostüm, damit Sie ohne Schwierigkeiten hineinkommen. Ich hoffe, die Größe stimmt. An invitation that comes with a mask. We can't miss this, Sherry. Okay. Okay, erstmal ordnen. Wir haben jetzt Opferlamm, Mutterlieb. Archiviert. Das ist die wir alle schon haben. Honigstache, Liebeskuss aus Cordona. Die Frage. Machen wir jetzt das hier weiter? Oder gehen wir erstmal Nebenfälle nach? Egal für was wir uns entscheiden, ich mache erstmal kurz 5 Minuten Pause. Bleibt dran, wir sehen uns gleich wieder.